Überhaupt gar kein Zeitgefühl. Dürfte ich Sie bei dieser Gelegenheit vielleicht zum Essen einladen? Immerhin haben Sie mir Ihre starke Schulter geliehen. Vielleicht finde ich ja mehr raus, wenn ich Ihre Einladung doch annehme. Das ist doch nicht dein Ernst. Du Verräter! Du widerst mich an! Kapier's doch mal! Ich will dir nur helfen! Kümmere dich in deine eigenen Angelegenheiten. Lass Kevin und mich verdammt noch mal in Ruhe, okay? Kevin ist ein Dealer! Wenn du ihm hilfst, dann bist du mit dran! Na und, was geht dich das an? Das kann doch alles nicht wahr sein. Willst du etwa wegen dem Arsch in den Knast oder was? Das ist ja noch die Frage, wer hier der Arsch ist. Kevin ist kriminell. Da hat Felix recht. Und was hast du dazu zu sagen? Nichts, wieso? Gut, dann lass uns was trinken gehen. Eine Minute länger mit den Spießern und ich raste. Ich will das bitte jetzt klären. Du willst, ist mir scheißegal, okay? Felix, lass ihn los! Das ist Carlas Kette. Bitte, David, triff dich nicht mit ihr. Tanja ist gefährlich. Wie soll ich denn sonst herausfinden, was sie vorhat? Warum glaubst du mir denn nicht? Diese Frau ist zu allem fähig. Ja, das werde ich ja dann sehen, Schatz. Im Übrigen ist ihr jedes Mittel recht, um uns auseinanderzubringen. Kann es sein, dass da wieder ein bisschen Eifersucht mit im Spiel ist? Nein, das ist Unsinn. Ich mache mir Sorgen um dich. Ganz große Sorgen. John, du bist die einzige Frau, die ich liebe, und das wird auch immer so bleiben. Da kann auch diese Tanja nichts gegen ausrichten. Hey, ich mache das nur für dich, um dir zu zeigen, dass deine Ängste absolut unbegründet sind. Hallo. Packst du auch schon? Ja, mir geht's gut und ich will so schnell wie möglich nach Hause. Ja, ich wollte mich nur verabschieden. Mach's gut. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Dann lass es einfach. Ich will sowieso nichts mehr davon hören. Besuchst du mich mal auf einer Tasse Tee? Ja, warum nicht? Hallo, Frau Jones. Hallo. Wie geht es Ihnen? Ach, gut. Danke. Fertig mit Packen? Ob wir den zukriegen? Wenn du so weitermachst, dann könntest du bald Mutter Theresas Orden beitreten. Aber du hast ja leider nur noch eine Niere zum Spenden. Sprichst du mit mir, ja? Sei doch froh, dass es wenigstens einer noch tut. Wirst du eigentlich abgeholt? Ich könnte dich mitnehmen. Danke, nein. Eher gehe ich zu Fuß. Schließlich habe ich immer noch 2 Beine. Naja, du hast es ja auch nicht eilig. Schließlich wartet niemand in deiner großen, schönen, leeren Wohnung. Vielen Dank für deine Anteilnahme. Du bist und bleibst der bedauernswerteste Mensch, den ich kenne. Ich habe echt geglaubt, du interessierst dich für das Schloss. Tut mir leid. Mensch, das ist der Schmuck der Verlobten meines Vaters. Den kannst du doch nicht einfach so klauen. Ich wollte doch bloß... Ich dachte, ich kann Kevin damit helfen. Wie bescheuert kann man eigentlich noch sein? Klauen, um jemandem zu helfen. Wie gesagt, Liebe macht blind, so wie bei dir, Felix. Der Typ verarscht sie doch mal Strich und Faden. Schon die ganze Zeit. Als ob dich das irgendwas angeht. Lass sie doch endlich mal in Frieden. Und wie stellst du dir das vor? Wir tun einfach so, als wäre nichts passiert. Mann, das ist Diebstahl. Das weiß ich selbst. Aber das geht nur mich und Coco was an, ja? Es reicht doch, wo du so dran schuld bist, dass Kevin jetzt im Gefängnis sitzt. Der erste dich, Vanessa, das war ich. Zuerst war ich ja gar nicht sicher. Aber jetzt finde ich auf jeden Fall, Robin hat richtig gehandelt. Ihr seid jetzt richtig stolz auf euch, was? Wir haben es doch nur gut gemalt. Stell dir mal vor, die hätten diese Kette bei dir gefunden. Die wären es gar nicht gekommen, wenn dein toller Kumpel Kevin nicht verraten hätte. Lass die Typen doch. Die reden sowieso nur Mist.
Eins ist ganz klar, die Kette muss wieder zurück. Carla hat bestimmt noch nichts gemerkt. Glaubst du? Klar, wir kriegen das schon wieder hin. Ich mache mich dann mal auf den Weg. Du willst ja sicher noch bleiben, oder? Ganz bestimmt sogar. Dann will ich nicht länger stören. Ich habe mich noch gar nicht wirklich bei dir bedankt. Du warst mir in den letzten Wochen wirklich eine große Hilfe. Ich kann dich doch in so einer Situation nicht im Stich lassen. Bis später. Bis später. Oh, Vorsicht, Vorsicht, nicht so stürmisch, meine Narben. Aua, aua. Aber ich freue mich einfach so, dass es dir wieder gut geht. Du siehst großartig aus. Ja, ja. Vielleicht sollte sich jede Frau ab und zu eine neue Niere gönnen. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Jetzt können wir endlich auf unsere einsame Insel fahren. Gefallen dir meine Ohrringe? Schön. Wow, wie leidenschaftlich. Und wie sitzt mein Kleid? Wie immer. Wie immer. Das klingt ziemlich langweilig. Ohne gefällst du mir natürlich wesentlich besser. Du warst auch schon mal origineller. Und du hast mir auch immer noch nicht verraten, für wen du dich eigentlich so in Schale geworfen hast. Nichts Besonderes, bloß eine kleine Verabredung. Die hat nicht rein zufällig was mit Frau Schneider zu tun. Wie kommst du darauf? Ich hoffe, du willst nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen. Absolut nicht. Nur ein kleiner Plausch mit David über Musik im Allgemeinen und Opern im Speziellen. Ganz harmlos. Ja? Guten Tag, Herr Graf. Ich hoffe, ich komme nicht zu früh. Überhaupt nicht, Sie sind genau richtig. Wir können gleich los. Wiedersehen. Viel Spaß. Danke. Doch eigentlich wollte ich ja heute viel mehr Zeit mit dir verbringen. Aber den Termin mit meinem Vater muss ich unbedingt wahrnehmen. Ich wollte mich ja sowieso noch ein bisschen hinlegen. Hallo. Hi. Ich hoffe, ich komme nicht ungelegen. Nein, nein, ich bin nur ein bisschen überrascht. Ja, dann kann ich ja beruhigt gehen. Am Besuch mangelt sie jedenfalls nicht. Tschüss. Tschüss. Ciao. Du hattest doch gesagt, ich könnte mal auf eine Tasse Tee vorbeikommen. Ja, klar, ich habe nur gar nicht so schnell mit dir gerechnet. Mir ist doch noch ein bisschen wackelig und ich dachte, vielleicht geht's dir auch so. Geteiltes Leid. Die Gräfin kümmert sich ja wirklich rührend um dich. Ja, das ist wirklich eine tolle Freundin. Verstehe gar nicht, was so eine klasse Frau an Bernd findet. Er wird schon seine Qualitäten haben. Mach uns mal den Tee. Die müssen aber ganz neu sein. Im Ernst, Hanna, da passt doch nichts zusammen. Der Mann hat doch überhaupt nicht ihr Niveau. Bist du sicher, dass niemand hier ist? Ja, die sind alle weg. Warte mal, ich habe was gehört. Das war nichts. In so einem alten Gemäuer knackt immer irgendwas. Ich find's echt klasse von dir, dass du mir hilfst. Ich mach das nicht nur deinetwegen. Also ich hab Bock auf den Stress, wenn die merken, dass das Teil weg ist. Ich bin die Einzige außer der und Carla, die auch einen Schlüssel hat. Außer das Hausmädchen natürlich. Verstehe. Sorry nochmals. Hallo Maus. Schon mal was von Einklopfen gehört? Dad, ich dachte...
Ich glaube, ich kenne deine Freundin noch nicht. Ich hoffe, ihr erwartet nicht, dass ich zur Begrüßung aufstehe. Eine Kommilitonin? Das? Nein, das ist eine... So, ist das nicht Carlas Kette? Die? Ja, Ja, hat sie diese gegeben oder wie kommst du dazu? Danke, nein. Du weißt ja, wir sollten im Moment nicht so viel trinken. Ich freue mich übrigens, dass wir wieder ohne Streit miteinander reden können. Ja, schon erstaunlich, was so eine Operation alles bewirken kann. Darf ich dich was Persönliches fragen? Ja, natürlich. Ihr mögt euch sehr, die Gräfin und du, oder? Ja, wie gesagt, wir sind sehr gute Freundinnen. Freundinnen wie Freundinnen. Ja, was denn sonst? Ja. Die Art, wie ihr euch anseht, wie sie dich berührt. Kann es sein, dass sie der Grund ist, warum du dich von Lars getrennt hast? Das Essen war wirklich köstlich. Aber das nächste Mal übernehme ich die Rechnung. Gerne. So, Sie wollten also als Kind schon in die Skala. Eigentlich wollte ich an Verdis Grab. Aha. Verdi ist am 27. Januar gestorben. Genau an dem Tag, an dem Mozart geboren wurde. Ja und? Das kann doch ein Zufall sein. Nein, das glaube ich nicht. Verdi hatte nämlich schon am 21. seinen Schlaganfall. Und dann hat er bis zum 27. mit dem Tod gerungen. Erst dann ist er friedlich entschlummert. Das kann kein Zufall sein. Und Sie meinen also, Verdi hat das mit Absicht gemacht? Jedenfalls finde ich die Umstände, die das Lebensende begleiten, wirklich spannend. Ach ja? Was haben Sie auf einmal? Sie können sich nur denken, dass ich so einiges über Sie gehört habe. Könnten Sie sich ein bisschen genauer ausdrücken? Haben Sie denn keine Erklärung dafür, weshalb Charlie immer so schlecht über Sie spricht? Über Ihre Vergangenheit? Das sind ganz schön böse Geschichten, die man da so hört. Ach, jetzt fangen Sie wieder mit dem Thema an. Sind Sie davon besessen? Nein, ich... Langsam kriege ich das Gefühl, jemand hat Sie beauftragt, etwas über mich herauszufinden. Wie kommen Sie denn darauf? Charlie Schneider vielleicht? Ich habe wirklich geglaubt, Sie meinen es ernst. Das nächste Mal fragst du gefälligst, meine Liebe, verstanden? Ja, ganz bestimmt. Versprochen. Du bist wohl meine Tochter, aber das heißt noch lange nicht, dass du dir alles erlauben darfst. Ich weiß. Ja, anscheinend nicht, sonst hättest du dir nicht einfach die Kette genommen, ohne zu fragen. Dad, es tut mir leid, aber die hat so gut zu meinem neuen Kleid gepasst. Echt? Toll. Das ist doch keine Entschuldigung. Du kannst froh sein, dass Carla noch nichts davon gemerkt hat. Ja, Dad, du sagst dir aber auch nichts, oder? Ja, natürlich nicht. So, und wenn ich nur bitten darf? Ja, klar. Und das nächste Mal wäre ich froh, wenn ich deine Freundin außerhalb der Badewanne kennenlernen könnte, ja? Das lässt sich einrichten. Das hat ja gerade noch geklappt. Echt? Ist aber ein ziemlich cooler Typ, dein Vater. Finde ich auch. Das soll es aber mal Felix hören. Ach, der zieht doch über jeden her. Jedenfalls danke, dass du mir geholfen hast. Bitte. Wenn dir das Thema unangenehm ist. Nein. Das ist schon okay. Ich hoffe trotzdem, wir treffen uns bald mal wieder. Ja, gerne. Wir können ja telefonieren. Du wirst doch niemandem von deiner Vermutung erzählen, oder? Bernd ist also nur Tarnung. Die Verlobung ist eine Farce. Und Carla und du, ihr seid ein Paar. Ja. Ich habe gar nicht gewusst, dass du lesbisch bist. Tja, das ist auch egal. Ich liebe Carla, wie ich noch nie einen Menschen geliebt habe. Silvia, das darf aber niemand erfahren. Carlas Vater würde ihr nie verzeihen. Das glaube ich allerdings auch, ja.
Was denkst du gerade? Ich werde euer Geheimnis nicht verraten. Wirklich? Ja, du kannst dich auf mich verlassen. Und wie lange muss er noch bleiben? Kann ich ihn besuchen? Nein. Ich? Ich bin seine Freundin. Ja, können Sie sagen, dass ich angerufen habe? Danke. Der Bullen. Belauscht du jetzt auch noch meine Telefonate, oder was? Ich wollte dich nicht belauschen. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Guck mal, was ich hier hab. Das hast du doch die ganze Zeit gesucht, oder? Du glaubst, damit ist es gegessen? Steck dir das Ding sonst wohin. Coco, jetzt warte mal. Lass mich endlich in Frieden. Und ich wollte dir nicht wehtun. Ich wollte doch bloß verhindern, dass du auch Ärger mit der Polizei bekommst. Danke. Reicht ja, wenn Kevin den hat. Früher oder später hätten die ihn sowieso bekommen. Hätten die nicht. Kevin ist clever. Er hat dich die ganze Zeit nur ausgenutzt. Du kapierst es nicht. Ich hab echt keinen Bock mehr, mir diesen Mist anzuhören. Soll ich dir mal was sagen? Du lebst hier vom dicken Erbe, machst auf Moralapostel. Du weißt ja gar nicht, wie es draußen wirklich abgeht. Deshalb muss man doch noch lange keine linken Dinge abziehen. Nur zur Info. Andere Leute müssen für den Lebensunterhalt arbeiten. Seit wann ist die in Arbeit? Du bist echt zum Kotzen. Ich stehe zu Kevin, egal was passiert. Mann, warum denn? Weil ich ihn liebe. Aber davon hast du ja sowieso keine Ahnung. Jetzt ist David schon seit Stunden weg und er meldet sich nicht. Jetzt reg dich nicht wieder auf. David weiß, was er tut. Ja, Tanja auch. Das war eine Schnapsidee von ihm. Also ich fand die Idee eigentlich sehr vernünftig. Angelo, denken Sie an Tisch 4, da muss auch noch eine Flasche Saint-Emilion hin. Bin ja schon dabei. Du machst dir einfach viel zu viel Sorgen, Charlie. David weiß genau, wie er mit dieser Frau umgehen muss. Was muss eigentlich noch passieren, damit ihr alle endlich aufwacht? Also ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, warum ich überhaupt noch mitgekommen bin, wenn Sie ja doch nur rumschnüffeln wollen. Ist es denn nicht normal, dass man gerne wissen möchte, mit wem man es zu tun hat? Ja, aber wahrscheinlich glauben Sie diese ganzen Geschichten auch noch. Nein. In meinen Augen sind Sie eine bezaubernde, interessante und gebildete Frau. Na gut. Würden Sie dieser interessanten, gebildeten Frau denn noch etwas über Ihre bezaubernde Oper erzählen? Was möchten Sie denn wissen? Ehrlich gesagt würde ich gern was hören. Ich kann Ihnen bei Gelegenheit gerne was vorspielen. Sie wohnen doch hier in der Pension, oder? Ja. Können Sie mir nicht direkt was vorspielen? Ist es schon zu spät? Ich fass es nicht. Ich dachte, wir hätten alles überstanden und jetzt kommt deine Schwester und macht alles kaputt. Das ist doch gar nicht gesagt. Wie hat sie es denn überhaupt rausbekommen? Sie kennt mich auch wenn ich verliebt bin. Jetzt hat uns deine Schwester in der Hand. Sie hat mir versprochen zu schweigen. Und du glaubst ihr das? Ja. Dann können wir nur hoffen, dass du recht hast. Ja, dann vielen Dank für so viel Einsatz zu so später Stunde. Der Vertrag dürfte damit unterschriftsreif sein. Keine Ursache. Ich arbeite immer wieder gern für den Erfolg der Landstein Holding. Das ist doch mein Stichwort. Ich werde noch ein Stündchen im Büro bleiben und mich auf den aktuellsten Stand bringen. Ach, schön, dass Sie sich schon wieder so fit fühlen nach der Operation. Tja, einen schönen Abend noch. Immer noch besser im Büro zu sitzen, als alleine zu Hause die Wände anzustarren, was? Lass dir doch eine Liege reinstellen, dann kannst du gleich hier wohnen. Oder besser nicht. Die Zeit hier ohne dich, die war nämlich einfach zu paradiesisch. Hast du keinen Friseur? Was ist denn los? Sorry. Ist alles Mist. Was ist alles Mist? Ich verstehe es einfach nicht. Warum verteidigt Coco denn immer noch? Das kann doch nicht sein. Darum geht's wieder, hey.
Ich sorge dafür, dass dieser Kevin sie nicht mit in seine kriminellen Deals reinzieht. Und was ist der Dank? Felix, so sind manche Frauen eben. Weißt du, da kannst du als Typ noch so viel Scheiße bauen, die Frauen lieben die Typen dann noch umso mehr. Ich weiß es auch nicht. Weißt du, was ich glaube? Sie ist dem Typen irgendwie hörig oder so. Ja, die ist dem definitiv verfallen. Die ist abhängig. Ich werde dir schon noch zeigen, was für ein Arschloch Kevin ist. Wow, das war wirklich wunderschön. Danke. Natürlich muss das alles noch genau arrangiert werden. Ja, aber ich kann mir schon gut vorstellen, wie es mit einem richtigen Orchester klingen wird. Ich freue mich, das ganze Werk zu hören. Ich fürchte, das wird noch eine Weile dauern. Und ehrlich gesagt wollte ich heute Abend noch daran arbeiten. Okay, das war deutlich. David, bist du da? David, alles okay? Ja. Ciao, ciao. Wir hören uns später nochmal. Tschüss. Wenn Sie dann also bitte die Zahlen übertragen. Wir sehen uns dann morgen früh. Hast du schon gehört, die Eumiti-Aktien sind gefallen. Wahrscheinlich hat man gehört, dass du wieder aus dem Krankenhaus bist. Oder man weiß erst jetzt, dass du wieder mitmischst. Autsch, das war böse. Früher oder später bin ich wieder Geschäftsführer beim Bauer Media. Verlass dich drauf. Vielleicht solltest du mal eine Therapie machen. Wenn ich der Ehemann von Carla von Lahnstein bin, dann mache ich dich fertig. Du bist der Verlobte. Noch bist du nicht der Ehemann. Sieh dich schon mal nach einem neuen Job um. An deiner Stelle würde ich den Mund nicht zu voll nehmen. Zerbrich dir mal nicht meinen Kopf. Mir kann nichts passieren, ich habe die besseren Kontakte. Meinst du damit Carla? Natürlich. Wen denn sonst? Darauf würde ich mich nicht verlassen. Soweit ich weiß, hat meine Schwester Hannah den weit besseren Kontakt zu Carla als du. Und so geht es weiter. Verzeihen Sie, dass ich die Tür abschließen muss. Na, jetzt schauen Sie nicht so. Nach unserem Telefonat hatte ich mich auf eine längere Wartezeit eingestellt. Hauptsache, ihr beide habt was zu lachen. Müsst es auch überall treiben, was? Jana, das war keine Absicht.